Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, heute wieder mit Theresa und mir gemeinsam. Wir möchten euch heute nämlich einige besondere Wörter vorstellen. Genauer gesagt, Theresa, du wirst das machen. Du weißt noch nicht, um welche Wörter es geht, aber ich kann euch schon mal sagen, sie werden auf jeden Fall hilfreich für euch sein. Los geht's, let's go! Bevor wir gleich mit dem Video starten, noch 2 wichtige Punkte. Punkt Nummer 1. Zu diesem Video gibt es ein kostenloses PDF mit allen Wörtern und Beispielsätzen, die wir in diesem Video sagen. Du kannst einfach unter dem Video in die Beschreibung klicken, auf den Link klicken, dann musst du nur deine E-Mail-Adresse und deinen Namen eingeben und dann schicken wir dir das kostenlose PDF per E-Mail zu. Und Punkt Nummer 2. In diesem Gespräch werden Laura und ich ganz authentisch miteinander sprechen. Das heißt, in unserer ganz normalen Geschwindigkeit. Das ist für dich super, um dein Hörverstehen zu trainieren, ja, zu trainieren, Muttersprachler zu verstehen. Wenn du aber merkst, das funktioniert nicht so ganz, dann kannst du jederzeit die Untertitel aktivieren und mitlesen. Dann sollte es auf jeden Fall besser funktionieren. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Und unser erster Ausdruck ist schleunigst. Schleunigst. Schleunigst ist schon mal der Superlativ. Also der Positiv heißt schleunig. Und bedeutet schnell. Also schleunigst ist sehr schnell. Also zum Beispiel, ich muss diese Aufgabe schleunigst erledigen, also super, super schnell, so schnell wie möglich. Oder, ich muss jetzt schleunigst zum Bahnhof, mein Zug fährt in 15 Minuten ab oder so. Ja, das ist schleunigst. Genau. Ja. Also so schnell wie möglich, schnellstens. Genau, schnellstmöglich. Sehr gut. Und das nächste ist ein Verb, das ist wieder typisch in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Und das heißt kraxeln. Oh, ja. Kraxeln ist ein Verb, ein Synonym zu klettern. Klettern, also zum Beispiel auf den Baum klettern, auf den Baum kraxeln. Ja. Oder auf den Berg klettern, kraxeln. Also einfach ein Synonym zu klettern. Klettern, ja, genau, richtig. Dann hätten wir ein Nomen, also ein Substantiv, und das ist der oder die Schaulustige. Oh, okay. Ja, das sind Personen, die bei einem Unfall zum Beispiel, also wenn etwas passiert, stehen bleiben und gucken. Das sind Schaulustige. Also Schau, ja auch, also im Sinne von sehen und lustig. Sie haben Lust, etwas zu sehen sozusagen. Und das ist aber halt oft bei schlimmen Dingen, die passieren. Also zum Beispiel, wenn Autounfälle passieren oder so. Und am besten sind dann noch die Menschen, die dann ihr Handy rausholen und Fotos oder Videos machen oder so. Das sind Schaulustige. Aber es ist negativ. Es ist negativ. Ja, ich habe auch gedacht. Ja, ich finde, er ist mittlerweile negativ behaftet, weil meine erste Assoziation ist was mit Unfällen. Aber es gibt natürlich auch, wenn es zum Beispiel Straßenkünstler oder Künstlerinnen gibt, die, weiß ich nicht, auf der Straße irgendwie Akrobatik machen und es gibt eine Traube von Menschen, also viele, viele Menschen bleiben stehen und gucken, dann sind das auch Schaulustige. Ja. Ich habe gerade zum Beispiel an so Naturphänomene gedacht, wie die Sonnenfinsternis oder irgendwie sowas. Ne? Da gab es auch sehr viele Menschen, die schaulustig waren, die zugeguckt haben. Aber du hast recht, so der erste Gedanke ist so ein bisschen bei einem Unfall, ne? Wenn jemand einfach guckt, obwohl man halt nicht schauen sollte. Ja, genau. Aber das ist vielleicht auch mein Problem sozusagen, dass meine erste Assoziation irgendwie negativ ist, aber an sich gibt es das auch in der positiven Variante sozusagen. Ja, genau. Okay, dann hätten wir wieder einen Ausdruck und der heißt getrennte Wege gehen. Ah, okay. Bedeutet ja eigentlich, dass man sich trennt, also dass man 2 Personen oder auch mehr Personen in unterschiedliche Richtungen geht. Und damit meint man jetzt nicht irgendwie auf der Straße in unterschiedliche Richtungen, sondern im Leben. Also entweder, ich finde, es kann auf romantischer Ebene sein, also dass eine romantische Beziehung auseinandergeht, in unterschiedliche Richtungen geht, oder aber auch auf freundschaftlicher Basis sozusagen. Also dass man einfach, klassisches Beispiel, Freundschaften, die in der Schule begonnen haben, zerbrechen oft nach der Schule, wenn vielleicht auch die Personen in unterschiedlichen Städten dann studieren oder eine Arbeit finden. Und dann kann man sagen, ja, wir gehen getrennte Wege. Ne? Man hat vielleicht auch unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Ansichten oder so. Und dann kann man sagen, man geht getrennte Wege. Ja,
genau. Ich finde, es wird auch oft so als Umschreibung verwendet, ne? Wenn du sagst, wenn wir über eine romantische Beziehung sprechen und du sagst, ja, wir haben uns getrennt oder wir haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Stimmt, Das ist ein bisschen anders einfach formuliert, ein bisschen eleganter. Ja, das stimmt. Ein bisschen metaphorischer. Ja. Ja. Jetzt gucke ich mal unser nächstes Wort. Aha, das ist auch ein Ausdruck, der heißt etwas über den Durst trinken. Also etwas über den Durst trinken. Okay, ja, also Durst ist ja das Gefühl, wenn du unbedingt etwas trinken möchtest. Genauso wie Hunger für Essen ist Durst das Gefühl für, ich möchte etwas trinken. Und wenn du über das Gefühl des Durstes trinkst, bedeutet das einfach, du hast zu viel getrunken. Und da meint man natürlich nicht zu viel Wasser, sondern zu viel Alkohol. Also es hat jemand über den Durst getrunken, meint dann, die Person hat einfach zu viel Alkohol getrunken und ist betrunken. Ja, genau. Na, das wäre das Adjektiv. Jemand ist betrunken, weil er über den Durst getrunken hat. Ja, genau. Ja. Genau. Okay, dann haben wir den Ausdruck aus der Patsche helfen. Jemandem aus der Patsche helfen. Den verwenden wir, wenn eine Person Hilfe braucht. Also wenn eine Person in einer verzwickten Lage ist, also in einer Situation ist, aus der er vielleicht auch nicht alleine rauskommt oder nicht so leicht rauskommt, dann kann man sagen, ich helfe dir aus der Patsche. Ja. Und das ist einfach sehr lieb und unterstützend gemeint. Also genau, ich helfe dir aus der Patsche. Ja, ich habe gelesen, dass die Patsche, also ich verwende das Wort eigentlich so an sich nicht, aber dass es eigentlich sowas ist wie Matsch, also Dreck, zum Beispiel eine dreckige, verschmutzte Straße. Also kann man sich vielleicht so das irgendwie merken, ich helfe dir quasi von dieser dreckigen Straße wegzukommen. Ich helfe dir aus der Patsche. Ah ja, okay, weil man sagt doch auch bei Kindern, die haben Patschehändchen. Ach, stimmt. Patschehändchen, aber ich glaube, ich weiß nicht, woher kommt das dann? Das ist eine gute Frage. Also Händchen, weil es kleine Hände sind bei Kindern oder Babys und Patschen. Ich dachte, weil sie überall hin patschen. Ja, genau. Das wahrscheinlich auch sehr gut. Dreckig irgendwie. Genau, und dann, genau. Könnte sein, ja. Wäre eine Möglichkeit. Okay, dann hätten wir ein Verb und dieses Verb heißt anecken. Anecken. Ich finde Anecken, also die Ecke ist ja ein Raum, hat 4 Ecken. Und wenn man jetzt das als Verb verwendet, ich ecke an, würde ich sagen, dass man ein bisschen provokant ist. Also vielleicht provokante Aussagen sagt, weil man, also wenn man in einer Gruppe aneckt, bedeutet das ja immer, dass man etwas genau anders macht, als die Gruppe das eigentlich möchte oder so. Also das ist für mich anecken, irgendwie ein bisschen provokant sein. Ja, genau. Oder? Ich dachte vielleicht auch bei einer Diskussion, wenn man jetzt irgendwie weiß, alle haben eine andere Meinung als ich, aber ich möchte trotzdem ein bisschen provozieren, wie du gesagt hast. Also ich bin provokant, dann kannst du sagen, naja, also Laura, du eckst mit deiner Meinung schon an. Ja. So, ne? Ja. Also du hast eine provokante Einstellung vielleicht. Ja, genau. Sehr gut. Dann haben wir einen Ausdruck und der heißt die Gosse. Also ein Nomen wieder, die Gosse. Boah, ich muss gerade wirklich überlegen, was das bedeutet. Ist das so Slang? Nee. Es ist eigentlich gar nicht Slang. Ich habe das nämlich auch nachgeguckt. Eigentlich ist die Gosse sozusagen eine Rinne, die parallel zur Straße verläuft, wo eben das Regenwasser oder auch schmutziges Wasser verläuft. Also entlangläuft, meine ich. Wo sozusagen der Dreck entlangläuft. Das ist die Gosse eigentlich. Aha, okay. Aber es wird in der Umgangssprache, ist es also irgendwie... Also man würde zum Beispiel sagen, über eine bestimmte Person, die kommt aus der Gosse. Stimmt, so sagt man es, ja. Was meint es denn, wenn du sagst, jemand kommt aus der Gosse? Naja, wahrscheinlich aus einem sozial schwächeren Viertel. Ja, wobei es gar nicht so sehr auf das schwache Viertel abzielt, sondern vielleicht auch so Dinge moralisch gesehen. Also ich habe gerade, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber an Hamburg spontan gedacht, an das Rotlichtviertel in Hamburg. Ich weiß nicht, ob man dazu jetzt Gosse sagen würde, aber das ist so ein Viertel, so ein Bereich in einer Stadt, wo man vielleicht sagen würde, naja, da ist jetzt vielleicht auch nicht alles so 100% moralisch korrekt. Okay. Verstehe. Hat natürlich dann auch oft mit Drogen oder irgendwie sowas zu tun.
Und da würde man dann natürlich abwertend sagen, der kommt aber aus der Gosse. Ah ja, da habe ich auch wieder was gelernt. Sehr gut. Ja. Ich glaube, in meinem Buch, weil ich habe die Ausdrücke ja aus einem Buch aufgeschrieben, da ging es darum, dass jemand jemandem aus der Gosse helfen wollte. Also jemand kam aus schwierigen Verhältnissen und ein Freund wollte ihm dann eben helfen, wieder zurückzufinden. Okay. Genau. Okay. Okay, und das letzte ist der Ausdruck, eine Mütze Schlaf. Ah, okay, ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum man Mütze sagt. Also jetzt zum Beispiel im Winter brauchen wir eine Mütze, um den Kopf zu wärmen. Und man sagt, man braucht eine Mütze oder eine Mütze voll Schlaf. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe dran gedacht, ich fahre auf ein Festival und schlafe 3 Nächte in Folge wenig, dann würde ich sagen, wenn ich nach Hause komme, boah, jetzt brauche ich erstmal eine Mütze Schlaf. Also wie eine Packung sozusagen Schlaf. Ja, genau, das verwendet man mit Mütze. Ja, also man braucht viel Schlaf sozusagen. Ne? Man muss Schlaf nachholen vielleicht. Ja. Braucht eine Mütze Schlaf. Man braucht viel Schlaf. Eine Mütze Schlaf. Sehr gut. Okay, Theresa, das war's dann auch schon. Gut gemacht. Ja, danke schön. Genau, dann hast du jetzt die Möglichkeit, auf jeden Fall dir noch das kostenlose PDF zu holen. Also klick einfach mal in die Videobeschreibung, da findest du den Link. Genau. Und wir freuen uns natürlich dann wie immer über eure Kommentare, wenn euch das Video gefallen und hoffentlich auch geholfen hat. Und ja, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder.